Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Schön, euch alle hier wieder zu sehen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Nach der langen Pause, in der ich leider krank war, wie so viele von uns auch. Denn ich glaube, die Grippewelle hatte uns alle hier in Deutschland ziemlich arg im Griff. Mich hat es leider auch nicht verschont. 2 Wochen war ich wirklich richtig krank. Aber jetzt bin ich wieder hergestellt und es geht weiter mit einer schönen Frühlingstorte. Und zwar eine Stracciatella Kirschtorte mit meinem Schokobiskuit. Den habe ich mir am Vortag schon vorgebacken. Gefüllt ist diese Torte mit einer leckeren Stracciatella Creme, ganz einfache Creme und einem saftigen Kirschkompott. Das Video für den Schokobiskuit verlinke ich euch auf dem kleinen i und alle weiteren wichtigen Infos findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel. Dort einfach mehr anklicken. Dort kommt ihr auf die Videobeschreibung und dann findet ihr alles Wichtige, die Zutaten, den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken und auch den Link zu meinem Shop, in dem ihr alle wichtigen Utensilien fürs Backen bekommt. Ja, dann lasst uns zusammen starten. So, als erstes werde ich mir die Kirschen abgießen, dann auch gleich abmessen. Hier kommt noch ein Esslöffel Zucker dazu. Und zwar nehme ich jetzt hier meinen selbstgemachten Vanillezucker. Und damit das Ganze dann gleich schön abbindet, gebe ich noch ein Puddingpulver hinzu. Ihr könnt aber auch einfach 40 Gramm Stärke verwenden. Damit gehen wir jetzt auf den Herd. Diese Mischung lasse ich jetzt unterrühren, einfach einmal schön aufkochen und dann werde ich einfach nur die Kirschen unterheben und unser Kompott ist schon fertig. Etwas Vanilleextrakt gebe ich noch dazu für den schönen Vanillegeschmack. Den Pudding dann eventuell noch mit dem übrig gebliebenen Saft aufgießen, wenn er zu dick werden sollte. Und 1 Minute kochen lassen. Der wird jetzt richtig schön dick. Der soll ja auch nicht runterfließen von unserer Torte. Und wir haben auch in den Kirschen noch etwas Flüssigkeit, die sich noch verbinden wird. So ist es aus meiner Sicht genau richtig. Und dann können wir auch die Kirschen hinzugeben. Restlichen Saft. Und einfach schön unterheben. Und wir haben eine wunderbare Kirschkompottfüllung für unsere Torte. Die kann man natürlich auch etwas im Voraus zubereiten, dass sie schön abkühlen kann. Die darf auf keinen Fall heiß in die Torte gegeben werden. Deswegen bereiten wir die immer als erstes zu. Runternehmen und abkühlen lassen. Damit unsere Kirschen nun schneller abkühlen, werde ich sie gerade umfüllen auf einen Teller. Sieht wunderbar aus, muss man ja sagen. Sehr lecker. Und selbstverständlich könnt ihr auch mehr Zucker verwenden, wenn euch das zu wenig ist. Der eine Löffel, aber wir haben es gerne nicht ganz so süß, deswegen verwende ich immer eher weniger Zucker. Ich denke, das wird gut fest werden in der Torte auf jeden Fall. Und dann können wir uns jetzt auch schon um unsere Creme kümmern. Für unsere Creme gebe ich 600 Gramm Sahne in eine Schüssel. Hinzu kommt 250 Gramm Mascarpone. Upsala. Also 250 Gramm Mascarpone vorsichtig in die Schüssel geben. Hinzu kommen 2 Päckchen Sahne fest. Ein Paket Paradiescreme Stracciatella kommt noch hinzu. Einfach dazugeben. 1 Esslöffel Vanillezucker. Und ich gebe noch etwas Vanilleextrakt hinzu. So etwa 1 Teelöffel. So ungefähr. Oder Vanillepaste, ganz egal. Vorsichtig auf niedriger Stufe anschlagen und dann 3 Minuten mindestens schön steif aufschlagen. Los geht's. Nach nicht einmal 3 Minuten ist die Creme bei mir schon steif geworden. Jetzt können wir einfach noch die Schokotröpfchen unterheben und dann ist unsere Creme für die Torte fertig. Und wir können auch schon füllen. Und hier könnt ihr jetzt auch noch mal abschmecken, ob sie euch süß genug ist. Sie ist auch hier nicht so extrem süß, sondern richtig angenehm. Und für uns ist es so richtig, aber ihr könnt gerne auch noch etwas mehr Zucker hinzufügen, wenn euch das zu wenig Zucker ist. Auf jeden Fall kommen jetzt noch 100 Gramm Schokotropfen hinzu. Für das richtig schöne Stracciatella-Feeling. Gerade nur unterheben.
Und unsere fantastische Stracciatella-Creme ist fertig und wir können die Torte schon füllen. Da haben wir unseren Boden. Das Messer habe ich mir auf 1 Zentimeter eingestellt und schneide mir jetzt einfach den ersten Boden raus. Gerne erst eine Führrinne schneiden und dann ganz durchgehen. So, da sind wir durch. Wunderbar, das ist unser erster Boden. Den gerade beiseite und den zweiten auch auf 1 Zentimeter. Der geht sogar noch besser durch. Ich hatte jetzt meinen Boden eingefroren, denn ich habe ja nicht drehen können. Dann habe ich einfach gedacht, ja, dann friere ich ihn ein. So, zweiter Boden ist auch fertig. Und dann brauchen wir noch den dritten Boden und dann nehmen wir uns die Backhaut ab. Wunderbar, also theoretisch hätten wir sogar noch einen vierten Boden, aber das reicht mir so. Somit habt ihr jetzt 3 wunderbare Böden und ich kann euch sagen, macht den Biskuit auf jeden Fall selbst. Es ist nicht schwer, mit meinem Video kriegt ihr das auf jeden Fall hin und es schmeckt einfach viel, viel besser als der gekaufte Boden. Macht euch einfach die Mühe am Vortag und ja, dann habt ihr auch einen wunderbaren, leckeren Biskuitboden für die Torte. So, das Sugar Princess Cakeboard kommt ganz nach unten. Darunter habe ich meine Drehplatte. Diese Utensilien bekommt ihr alle bei mir im Shop. Tortenpappe drauf und dann kann unser erster Boden schon mal darauf. So, dann stelle ich mir meinen Tortenring darum. Hier reicht jetzt der einfache 10er Tortenring. Sollte eigentlich reichen für diese Höhe. Ich habe im Shop aber auch noch, wenn ihr gerne höhere Torten macht, auch noch einen 15er und für ganz hohe Torten einen 20er Tortenring. In dem Tortenring könnt ihr auch backen und er ist ganz einfach zu bedienen mit diesem Klemmhebel. Zack, nun sitzt er fest und wir können unsere Creme schon einfüllen. Und da gebe ich jetzt erst so ein bisschen was auf den Boden. Eine erste Schicht. Sagen wir mal so ein Drittel ungefähr von der Creme. Und verstreiche mir die Creme mit der Sugar Princess Streichhilfe. Damit geht das wirklich ganz einfach. Man kommt auch in enge Torten gut rein und muss sich da nicht immer eine abbrechen. Eine schöne unterste Lage. Das wird dann sozusagen das Bett für unseren Kirschkompott. Und darauf werden wir dann noch eine Lage verteilen. So lecker mit den Schokodrops, diese Creme. Richtig schön Stracciatella pur. So. Erste Lage ist glatt gestrichen. Jetzt kommt hier der Kirschkompott drauf. Und der ist auch schon ein bisschen abgekühlt. Das ist ganz gut. Der darf dann noch weiter abkühlen, aber dass wir ihn nicht so ganz heiß auf unsere Creme geben. Dann können wir die noch schön glatt streichen. Ein bisschen verteilen. Und gerne nicht ganz bis zum Rand, sondern versuchen so etwa 1 Zentimeter zum Rand frei zu lassen, dass wir dann sozusagen mit der Creme noch umhüllen können, dass der Kompott schön geschützt ist und nicht außen raus tritt. Und jetzt werden wir hier wieder abdecken mit der Creme. Mit einem weiteren ungefähr Drittel der Creme. So dass wir nach oben etwas übrig haben für das Füllen des nächsten Bodens. Also jetzt nur noch eine dünne Lage zum Abdecken. Und schauen, dass man möglichst gerade bleibt mit dieser Schicht. Jetzt kommt hier der mittlere Boden drauf. Einfach drauf gleiten lassen, ein bisschen andrücken, dass wir einen möglichst geraden Boden haben und alles gut verteilt ist. Und jetzt darf der Rest der Creme, das ist ungefähr das letzte Drittel, hier auf den Boden. Und wir verstreichen ihn wieder schön. Das wird eine sehr, sehr leckere Stracciatella-Torte. Sehr, sehr lecker. Schön glatt streichen, dass wir wieder eine glatte und ebene Oberfläche haben. Desto schöner wird euer Anschnitt. Wunderbar. Und jetzt lassen wir uns den letzten Boden umgekehrt darauf gleiten und stellen unsere Torte nach dem Andrücken erstmal kalt. Das darf auch gerne über Nacht geschehen. Dann kann alles richtig schön durchziehen und sich festigen. Und dann können wir sie final dekorieren.
So, nach der Kühlzeit können wir die Torte aus dem Ring entfernen, vorsichtig. Etwas Sahne habe ich mir auch schon steif geschlagen, mit Sahnefest, Vanillezucker, Zucker und etwas Vanilleextrakt. Sehr schön. Dann können wir hier aufmachen und unseren Tortenring entfernen. So. So sieht unsere Torte nun aus. Wir sehen hier die etwas dickere Schicht unten mit den Kirschen und oben die dünnere Schicht. Und jetzt wird sie natürlich noch eingedeckt. Dazu etwas von der Sahne oben aufgeben. Das kann ruhig eine dicke Schicht sein, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Torte durchschlägt, also dass man wirklich eine weiße Oberfläche hat. Es darf also ruhig ein wenig dicker eingestrichen sein. Ruhig über den Rand rausstreichen und schon mal so ein bisschen glätten. Das muss nicht zu arg sein. Wir wollen ja nachher noch unser Muster einziehen und dann mit der Schokolade beträufeln. Und jetzt können wir hier die Seiten auch schon eindecken. Erstmal mit einer Krümelkruste, die darf ruhig etwas dünner sein. Und danach können wir nochmal drumherum gehen mit einer dickeren Schicht. Die Krümelkruste einfach deswegen, weil ja unser dunkler Biskuit doch schon etwas krümelig ist und dann teilweise durchschlägt. Und das wollen wir damit verhindern. Sehr schön. Eventuell vorhandene Löcher noch stopfen. Und jetzt können wir noch ein zweites Mal rumgehen und jetzt eben auch eine dickere Schicht auftragen. Und ich habe mir jetzt gut, ja, so 450 Gramm Sahne aufgeschlagen, dass ich da nicht zu wenig habe, dass da wirklich genug da ist, dass man nachher auch schön abziehen kann. Und das braucht man schon, denn man hat ja auch noch die Rosetten oben auf. Die brauchen auch noch eine gute Menge an Sahne. So, ringsum ist die Torte einmal eingestrichen. Jetzt können wir hier so ein bisschen noch in die Mitte einfach abschieben, den Überstand, schauen, dass alles zu unserer Zufriedenheit geregelt ist, schön glatt gestrichen ist. Jetzt können wir einen Kamm nehmen und die Torte abziehen. Wunderbar. Schon fertig, deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier wirklich eine gute Menge Sahne anstreichen. Und jetzt können wir hier oben auf der Torte auch nochmal ein Kammmuster ziehen. Entweder spiralförmig oder wellenartig wie dann bei einer Donauwelle. Einmal noch hier entlang. Und wir haben unsere Torte spiralförmig abgezogen. So, meine Schokolade habe ich mir in einen Spritzbeutel gefüllt. So, los geht's. Und dann wollen wir noch die andere Seite machen. Jetzt noch ein zweites Mal drüber. So hat man einen wunderschönen Gittereffekt. Perfekt. Ein wunderschönes Gitter. Ja, jetzt kann ich die Rosetten spritzen und dann ist die Torte auch schon fertig. So, unsere Torte ist wunderschön dekoriert. Wer mag, kann noch unten einen Rand spritzen. Das werde ich, glaube ich, auch noch machen. Einfach der Vollständigkeit halber. Und dann können wir sie gemeinsam probieren. Ja, die Torte ist fertig. Wir können sie probieren. Zwischendurch sauber machen, natürlich. Geht wunderschön durch.
Natürlich nicht vergessen, den Tee einzuschenken. Und da kommt unsere Stracciatella-Kirschtorte. Sehr, sehr lecker. Ein wirklich fantastisches Törtchen. Ich freue mich jetzt aufs Probieren. Ihr seht übrigens, ich habe hier noch kleine Herzchen mit dem Rest Schokolade aufgespritzt. Das sieht auch noch sehr hübsch aus. Ich freue mich zu probieren. Ich habe jetzt richtig Appetit. So schön sieht sie aus, unsere Torte mit den verschiedenen Schichten. Schokoladig. Sehr lecker sieht es aus. Wie schön das knackt, die Schokolade oben auf. Schmeckt sehr, sehr fein, sehr schön sahnig, sehr schön fruchtig, auch mit den Kirschen innen drin. Und die Stracciatella-Creme ist einfach der Wahnsinn. Also eine super schöne Torte für Stracciatella-Fans. Probiert sie unbedingt einmal aus. Es lohnt sich. Das war meine Stracciatella-Kirschtorte. Ein schönes Rezept für jeden Anlass. Ich finde, es ist eine sehr raffinierte Torte, ist auch nicht schwer zu machen, auch schnell gemacht. Und so hoffe ich, dass ihr sie einmal ausprobieren werdet. Schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr auch hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder, wenn alle gesund sind, mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo, Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst mir gerne ein Like da und einen netten Kommentar, da freue ich mich immer sehr. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss!